Mir geht es schon seit ein paar Monaten richtig beschissen und ich weiß einfach nicht wieso. Ich habe zugenommen, meine Haut ist schlechter geworden. Ich kann es mir einfach nicht erklären. Es muss die Luft sein. Oder das Corona. Ich weiß es nicht. Hey Leute! Ja, es stimmt leider, mir geht es schon seit ein paar Monaten richtig schlecht. Ich habe ständig Bauchschmerzen, ich bin ständig müde, erschöpft, habe keine Energie mehr, bekomme Hautunreinheiten und mein Gewicht nimmt auch stetig zu. Ich habe vor 4 Jahren mal bei 85 Kilogramm angefangen, was ungefähr meinem Normalgewicht entspricht, und mittlerweile bin ich bei Adipositas 1 mit 104,2 Kilo und es ist einfach nicht mehr schön. Ich fühle mich sehr unwohl und ich möchte gerne was ändern. Wenn man mich anschaut, merkt man zwar kaum, dass ich starkes Übergewicht habe, weil man das im T-Shirt nicht so erkennt. Aber es ist leider so und aus diesem Grund werde ich in dieser Woche ein sehr, sehr hartes Experiment durchführen. Ich werde das Wasserfasten ausprobieren, bei welchem man mindestens 3 Liter täglich Wasser trinkt und ansonsten überhaupt nichts über den Tag verteilt isst. Und es dürfte sehr hart werden. Das Ziel von mir in diesem Jahr ist es, meinen Körper wieder in Ordnung zu bringen. Und aus diesem Jahr habe ich mir ein längeres und, wie ich finde, ein spannendes Experiment überlegt, bei dem ich 10 Diäten in 100 Tagen machen werde. Das heißt, ich mache jede 10 Tage eine neue Diät und schaue, wie sich das Ganze auf meinen Körper entwickelt und wie viel ich da auch wirklich am Ende abnehmen kann. Und ich denke, das Wasserfasten wird der perfekte Start sein, um meinen Körper erstmal zu entgiften und um sozusagen den Nullzustand zu erreichen, bevor ich dann diese Diäten angehe. Ich bin Kasüla, das ist mein Bauch, legen wir los. Zur Vorbereitung besorgte ich mir natürlich erstmal viel Wasser, damit ich davon mindestens 3 Liter täglicher Vorrat habe. Vitamintabletten, damit ich wenigstens ein paar Vitamine und Mineralstoffe in meinen Körper bekomme. Und Glaubersalz für eine Darmentleerung kurz vor dem Wasserfasten. Der Ablauf des Fastens ist wie folgt geplant. Die ersten 2 Tage sind als Entlastungstage gedacht, bei denen ich jeweils 2 Suppen über den Tag verteilt essen darf, um meinen Körper auf die nächsten 7 Tage vorzubereiten, an denen ich nichts außer stillem Wasser und eine Vitaminpille am Morgen zu mir nehmen werde. Kein Tee, kein Mineralwasser, nur stilles Wasser. Am Abend vor dem ersten Tag des Wasserfastens werde ich Glaubersalz einnehmen, um meinen Magen vollständig zu entleeren. Nach den 7 Tagen sind noch 2 Aufbautage geplant, bei denen ich langsam anfange, Nahrung zu mir zu nehmen, um meinen Magen nicht direkt überzubelasten. So, das wird jetzt ein Tag vor dem Wasserfasten meine Henkersmahlzeit werden. Später habe ich noch ein Date mit dem hier und der Toilette. Und dann kann es morgen losgehen. Ich habe gerade 500 Milliliter Wasser mit Glaubersalz getrunken. 2 Esslöffel habe ich da reingemacht. Da steht, dass 2 Esslöffel die optimale Menge für eine rasche Darmentleerung ist. Da werde ich mal schauen, wie lange das dauert. Ich habe jetzt hier eine Stoppuhr gestartet. Noch spüre ich nichts. Ich bin gespannt, wie das sein wird. Ich bin ein Volldepp. Ich habe es gerade genommen und dann habe ich mich gewundert, wieso das nicht anschlägt. Aber jetzt habe ich im Internet nachgeschaut und es dauert 2 bis 6 Stunden, bis das Zeug wirkt. Und wir haben 22 Uhr. Sehr schön. Wird eine schöne Nacht werden. Es ist nun 1 Stunde her, seitdem ich das getrunken habe. Passiert ist noch nichts. Ich werde langsam müde, aber ich habe Angst einzuschlafen. So, heute ist der erste Tag des Wasserfastens. Gestern Abend habe ich das Glaubersalz für eine rasche Darmentleerung genommen, was nicht so gut funktioniert hat. Erst heute Morgen, zum Glück nach dem Aufstehen, hat es dann geklappt auf dem Klo und
Ja, heute ist der erste Tag. Das Wasser steht bereit. Ich bin gespannt, wie sich die Woche entwickeln wird. Der erste Tag ist vorbei und ich habe mich gestern den ganzen Tag sehr, sehr schwach gefühlt, hatte kaum Energie gehabt. Bin jetzt gespannt, wie das die nächsten Tage sein wird, ob die Energie wiederkommt, ob das so bleibt oder ob das noch viel schlimmer wird. Ich hoffe eher, dass sich mein Körper irgendwie umstellt und das ab dem zweiten oder dritten Tag dann besser wird. Und ja, großes Verlangen nach dem Essen hatte ich gestern nicht gehabt, heute auch immer noch nicht am zweiten Tag. Da bin ich auch gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Nun ist auch der zweite Tag vorbei und vom Hungergefühl hat sich nichts zum Vortag verändert. Ich habe immer noch wenig Hunger, wobei ich sagen muss, dass ich mir gestern viele Kochvideos auf YouTube angeschaut habe. Vor allem ein Video, bei dem man einen Sub vom Subway selber zu Hause macht. Das hat mich wirklich angetan, aber es ist noch nicht so stark, dass ich jetzt aufhören müsste. Vom Energielevel hat sich auch nicht viel verändert. Ich würde mein Energielevel ungefähr auf 50% einschätzen. Das ist genauso wie am ersten Tag. Ich fühle mich noch einigermaßen fit, aber auch nicht zu fit. Ich trinke, wie ihr seht, immer noch fleißig mein Wasser. Ich nehme morgens meine Vitamintablette und was mir aufgefallen ist, dass gestern war mir den ganzen Tag lang kalt gewesen. Also wirklich so, normalerweise ist mir nie kalt, also selten, aber gestern war es schon auf jeden Fall kälter und heute ist es auch kalt. Der dritte Tag ist nun auch geschafft und gestern hatte ich etwas mehr Hunger gehabt als am Vortag, aber es hält sich immer noch in Grenzen. Ich habe es mir viel, viel schlimmer vorgestellt, als ich damals meine Eierdiät gemacht habe, war das viel schlimmer mit dem Hungergefühl. Ich wollte die ganze Zeit abbrechen und aufhören und mal anständig essen, aber hierbei ist es nicht so. Vom Energielevel her würde ich auch sagen, dass es ein bisschen schwächer gestern geworden ist, aber es ist auch nicht so schlimm wie erwartet. Ich habe immer noch volle Energie, ich kann immer noch laufen. Ich war gestern auch ein bisschen spazieren gewesen, ein bisschen länger spazieren gewesen und es hat funktioniert. Was mir aufgefallen ist, dass mir etwas kälter geworden ist. Ich weiß nicht, ob ich es gestern schon gesagt habe, aber ja, deutlich kälter auf jeden Fall. Und weil ich jetzt die 3 Tage geschafft habe, wollte ich mich heute belohnen mit diesem Wasser hier, was alle Instagrammer gerade trinken. Und ja, ich hoffe mal, es schmeckt so, wie es kostet, weil das Ding kostet genauso viel wie 9 von diesen Flaschen hier. Mal schauen. Ja, es ist nicht schlecht. Es schmeckt ganz okay, aber viel besser als das schmeckt es nicht. Ich würde sagen, es ist ein etwas besseres Kranewasser, aber die 2 Euro noch was, die ich dafür bezahlt habe, ist es definitiv nicht wert. Der 4. Tag ist vorbei, bleiben nur noch 3. Das heißt, ich habe jetzt offiziell die Hälfte der Zeit überstanden, aber der 4. Tag hatte es wirklich in sich gehabt. Ich habe den ganzen Tag lang nur an Essen denken können. Ich habe mir Videos vom Essen angeschaut, ich habe mir Bilder vom Essen angeschaut. Mein ganzer Kopf war nur aufs Essen fixiert. Ich habe einfach an die guten alten Zeiten gedacht. Oh Kinder, 3 Uhr morgens. Außerdem ist mir immer noch die ganze Zeit kalt und vom Energielevel war ich gestern auch bei, ich würde sagen, bei 30 bis 40% gewesen, also viel niedriger als an den Vortagen. Ich habe ja gehofft, dass es ab dem 3. Tag so eine Wendung geben wird, wo ich wieder mehr Energie habe, aber es wird leider nur schlimmer und schlimmer und
Die Schwäche spüre ich jetzt deutlich. Ich habe außerdem vergessen zu erwähnen, dass ich ab dem ersten Tag schon Gerüche viel intensiver wahrnahm. Immer wenn ich draußen irgendwo bin, dann springt es mir sofort in die Nase, wenn jemand kocht, oder wenn ich im Supermarkt bin, dann rieche ich das Essen sehr stark. Der 5. Tag ist vorbei, der 6. Tag hat angefangen. Es war wieder mal sehr heftig gewesen, vor allem am Abend hatte ich wieder extrem Hunger gehabt. Also wirklich extrem. Ich habe mir wieder den ganzen Tag Videos vom Essen angeguckt, Bilder angeschaut, auf denen Essen zu sehen ist, und ich habe sogar vom Essen geträumt. Jetzt gegen morgen ist es besser geworden. Vom Energielevel her habe ich heute auch wieder ein bisschen mehr Energie. Ich würde schätzen, ich hatte gestern so im Laufe des Tages ungefähr 35% gehabt. Heute habe ich 45 ungefähr. Mir ist noch eine Sache aufgefallen. Meine Zunge ist die ganze Zeit weiß. Ich weiß nicht, ob es vom Zähneputzen kommt, oder ich schätze, das kommt vom Zähneputzen, weil immer nach dem Zähneputzen ist sie extrem weiß und im Laufe des Tages verblasst sie ein bisschen. Und da ich keine andere Nahrung aufnehme, bleibt sie dann auch so. Ja, es sind nur noch ein paar Stunden, 30 denke ich mal ungefähr, oder ein bisschen mehr, ich weiß es nicht mehr. Es ist sehr anstrengend hier zu spazieren. Heute ist der letzte Tag. Der 6. Tag verging ganz schnell zum Glück. Ich habe wieder ein bisschen mehr Energie gehabt, habe nicht so viel an Essen gedacht. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich jetzt so kurz vorm Schluss bin und das einfach hinter mich bringen will. Ich filme mich hier, weil ich keine Lust habe, mein Zimmer aufzuräumen, beziehungsweise keine Energie habe auch dafür. Und ja, eine Vitaminpille am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, ne? Ich freue mich auf morgen. Jetzt ist auch der 7. Tag geschafft. Ich habe mich gestern eigentlich sogar ziemlich gut gefühlt. Ich hatte wieder ein bisschen mehr Energie gehabt, habe kaum Hunger gedacht, weil ich einfach die ganze Zeit dran denken musste, dass es nur noch ein paar Stunden dauert, bis ich dann wieder essen darf. Und ich freue mich, es geschafft zu haben. Ich werde jetzt mein erstes Essen essen. Die 7 Tage sind endlich vorbei, wobei es, um ganz genau zu sein, 7,5 Tage sind, weil ich am Abend davor aufgehört habe. Und das ist das Endergebnis. So sehe ich aus. Vorteile und Nachteile. Erstes Vorteil war für mich der Schlaf gewesen. Ich schlafe normalerweise sehr, sehr schlecht. Ich schlafe schwer ein, weil ich zu viel nachdenke, und dann wache ich auch in der Nacht jede Stunde ungefähr auf und kann dann nicht direkt einschlafen. Aber hierbei bin ich trotzdem schlecht eingeschlafen. Aber wenn ich mal geschlafen habe, dann hat sich der Schlaf viel, viel tiefer angefühlt. Zweites Vorteil für mich war die Gelassenheit. Ich habe viel gelassen auf Stress reagiert. Ich habe mir überlegt, soll ich jetzt meine Energie wirklich da investieren oder soll ich das lieber sein lassen? Und das hat mir ganz gut gefallen. Dritter Vorteil für mich ist hoffentlich die Entgiftung. Die kann ich noch nicht bestätigen, aber ich hoffe, dass, wenn ich jetzt meine Darmflora wieder langsam aufbaue, dass es mir danach viel besser geht mit dem Magen. Und ich versuche natürlich auch den Fastfood jetzt auf einmal die Woche zu reduzieren. Ganz weglassen kann ich das leider nicht. Da hat es noch nicht Klick gemacht in meinem Kopf. Aber das wird vielleicht dann bei dieser 10 Diäten in 100 Tagen Challenge besser werden. Viertes Vorteil für mich ist der Gewichtsverlust, obwohl ich gefühlt mehr Muskeln als Fett verloren habe. Aber ich bin mir auch sicher, dass ich jetzt innerhalb von 2 Wochen bis einem Monat das Gewicht wieder drauf haben werde, wenn ich mich wieder so ernähren würde wie vorher. Also ist es nicht wirklich ein starkes Vorteil. Die Nachteile, erstes Nachteil für mich war natürlich die dauerhafte Schwäche gewesen, die dauerhafte wenige Energie, obwohl es die ersten 3 Tage gar nicht mal so schlimm aussah und gestern auch ganz okay war. Der zweite Nachteil war der Hunger. Ich habe ab dem 4. Tag abends sehr, sehr starken Hunger bekommen, und
seit dem Tag auch immer wieder abends, also am 5., 6., 7. Tag, hatte ich sehr, sehr starken Hunger gehabt. Das war nicht so schön. Drittes Nachteil für mich ist der starke Muskelverlust. Ich habe damit gerechnet, Muskeln zu verlieren, aber nicht damit gerechnet, so viel im Oberkörper, sage ich mal, zu verlieren. Ist vielleicht auch eine Einbildung von mir selber, aber es ist schon viel weg. Kommen wir nun zu dem Fazit des Ganzen. Das Wasserfasten ist ein strenges Fasten. Ich würde sogar sagen, viel zu strenges Fasten. Da sind andere Fastenformen besser geeignet, um nicht eine dauerhafte Schwäche zu haben und auch irgendwann vielleicht eine Fasten-Euphorie zu bekommen. Ich hatte zumindest keine gehabt, ich war die ganze Zeit schwach, hatte ab dem 4. Tag sehr viel Hunger gehabt und ich würde das auf keinen Fall nochmal machen. Das Wasserfasten würde ich keinem empfehlen. Wie gesagt, da gibt es bessere Methoden, wie zum Beispiel das Heilfasten. Bei dem darf man zumindest 2 Becher Saft am Tag trinken. So, ich darf wieder essen und es scheint ein bisschen viel zu sein, aber es sind nur Haferflocken mit Apfel und Banane. Ich habe im Internet gelesen, das soll gut zum Fastenbrechen sein. Mich wundert es auch ein bisschen, wieso das so viel ist, aber nicht lange reden. Während ich meine Haferflocken genieße, ein paar schnelle Fakten. In meinem Teller waren 4 Portionen statt einer und ich habe nur die Hälfte essen können. Ich musste die ganze Woche während dem Wasserfasten kein großes Geschäft auf der Toilette verrichten. Und mein Hautbild war anfangs sehr schlecht, gegen Ende des Fastens wurde es aber sehr gut. Das ist meine erste Nahrung seit 7 Tagen und 14 Stunden. 7 Tage und 14 Stunden. Boah. Das schmeckt einfach Hammer. Boah. Jetzt ist bereits eine Woche seit dem Ende des Wasserfastens vergangen. Ich habe 2,6 Kilogramm wieder zugenommen, was viel weniger ist, als ich erwartet habe. Ich hätte gedacht, ich würde viel schneller und viel mehr zunehmen, aber es sind jetzt im Endeffekt immer noch 5,6 Kilogramm, die ich insgesamt abgenommen habe durch das Wasserfasten. Das T-Shirt passt mir leider immer noch nicht, aber es ist auf jeden Fall besser geworden und meinem Magen geht es auch viel besser. Ich habe die ganze Woche lang keine Magenschmerzen gehabt, bis auf einmal, aber da war ich auch selber etwas schuld dran. Ich war nämlich wieder bei Burger King und das war ein sehr großer Fehler gewesen. Aber ansonsten versuche ich mich jetzt auch bewusster und besser zu ernähren. Ich esse viel mehr Obst, esse viel mehr Gemüse und die Portionen sind auch kleiner geworden. Und ich hoffe mal, dass es jetzt weiterhin so bleibt. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like, über einen Kommentar und falls ihr noch kein Abonnent seid, über ein Abo sehr freuen. Ich bin Kasüla, das war mein Bauch, haut rein!